Wenn du der Besitzer einer Single-Member LLC bist, einer sogenannten Disregarded Entity LLC, die in den USA steuerlich nicht veranlagt wird, dann neigt sich ja nun mal wieder ein Geschäftsjahr dem Ende zu und du musst dir überlegen, wie du nächstes Jahr bis zum 15.04. die Erklärung, die die IRS benötigt, für deine LLC vorbereitest und entsprechend einreichst. Es ist der Wahnsinn, wie viele Missverständnisse es bezüglich dieser Erklärung gibt. Es gibt Berater, die sagen, du musst überhaupt nichts einreichen. Andere sagen, du musst eine komplette Steuererklärung einreichen. Dritte wiederum sagen, du persönlich musst eine Steuererklärung einreichen. Das Chaos ist brutal. Tatsächlich ist es so, dass circa 99 von 100 amerikanischen Steuerberatern keine Ahnung haben, wie dieses Ding funktioniert und es komplett falsch machen. Tatsächlich, wenn ich jemanden anstelle in den USA als Steuerberater für unsere Kanzlei, dann lasse ich ihn eine Erklärung für eine US Disregarded Entity anfertigen und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Die meisten haben null Ahnung davon. Natürlich die internationalen Kanzleien, die 1.000, 1.500 Dollar pro Stunde verrechnen, die wissen, wie das zu machen ist, aber der Wald- und Wiesen-CPA in den USA hat keinen Clou. Deswegen werde ich dir heute zeigen, wie diese Erklärung aufgebaut ist, wie sie strukturiert ist. Ich werde die PDFs zeigen, die dafür eingereicht werden müssen. Wir können natürlich die Bearbeitung dieser Erklärung für dich organisieren. Den Link zu mehr Informationen poste ich hier in die Beschreibung zu dem Video mit hinein. So, zunächst mal, was muss eingereicht werden? 2017 wurde entschieden, dass sogenannte Foreign-Owned US Disregarded Entity LLCs eine US-Erklärung an die Steuerbehörde IRS einreichen müssen. Es handelt sich im Wesentlichen um das Formular 5472. Dort werden Transaktionen mit sogenannten Related Parties, also nahestehenden Personen, reported. Hier wird die LLC seltsamerweise wie eine Corporation behandelt. Das Formular 5472 wird normalerweise für Corporations, nicht für Personengesellschaften angefertigt. Daher ist es unbedingt notwendig, dass die LLC eine leere Körperschaftssteuererklärung 1120 einreicht, wo dann dieses Formular 5472 angehängt wird. Das dritte Dokument, was notwendig ist, ist ein Statement, wo die näheren Zusammenhänge zur LLC erklärt werden. Alle drei werde ich dir gleich zeigen. Diese Unterlagen sind immer fällig für jede LLC, außer die LLC hat überhaupt nichts gemacht. Also keinerlei Einnahmen, keinerlei Kontoumsätze. Sie war inaktiv. Dann wird die Erklärung nicht fällig. Andernfalls musst du sie einreichen bis zum 15.04. Du kannst Fristverlängerung beantragen bis zum 15.10. Reichst du sie nicht fristgerecht ein, drohen dir 25.000 US-Dollar Strafe. Ganz wichtig, du kannst es nicht online einreichen, du kannst es nicht per E-Mail irgendwo hinschicken, du kannst es faxen, wenn du möchtest, oder aber ansonsten als Post zur IRS schicken an eine spezielle Adresse. Details dazu findest du auf der Webseite der IRS. So, und dann haben wir genug geredet. Ich zeige dir nun mal hier das erste PDF-Dokument, das für eine solche LLC eingereicht werden muss. Die Kollegen haben mir netterweise eine Demo-Erklärung vorbereitet. Da werde ich jetzt mal durchgehen mit dir. So, hier ist also diese US-Körperschaftssteuererklärung 1120. Hier musst du draufschreiben, Foreign Owned US DE for Disregarded Entity. Das kannst du entweder per Watermark draufschreiben, per Hand oder sonst irgendwo. Das muss auf die Dokumente oben drauf. Meine LLC wurde am 1.5. gegründet. Das ist also für ein Rumpfjahr, diese Steuererklärung anzufertigen. Name der LLC, Adresse, Steuernummer, Gründungsdatum. Ansonsten ist dieses Ganze bis auf ein paar kleine Details eigentlich mehr oder weniger leer. Wir kommen zum zweiten Dokument. Das ist das Formular 5472. Auch hier wieder musst du oben anbringen Foreign Owned US Disregarded Entity, DE. Die gleiche Information wie davor. Gründungsdatum bei einem Rumpfjahr, Steuernummer, Adresse. Was ist die Branche der Gesellschaft? So, und nun wird es interessant. Hier ist der Gesamtumsatz der Gesellschaft in US-Dollar festzuhalten. Ja, du musst keine Buchhaltung machen. Es geht nicht um den Gewinn.
bitte nicht um den Gewinn. Es geht um den Umsatz. Welche Zahlungen von Kunden hat die LLC erhalten in dem gesamten Kalenderjahr in US-Dollar? Und den Betrag wiederholst du bitte hier. Hier nochmal, wann die LLC gegründet wurde. Und hier gibst du nun ein, wo die LLC steuerpflichtig ist. Du weißt ja nur, weil die LLC nicht in Amerika steuerpflichtig ist, heißt es nicht, dass sie nirgendwo anders steuerpflichtig ist. Hier musst du also das Land angeben, wo sie steuerpflichtig ist. In meinem Fall habe ich jetzt mal angeschrieben die Emirate und auch, wo die Betriebsstätte der Gesellschaft sich befindet. Auch hier habe ich angegeben die Emirate. Hier kannst du jetzt natürlich auf keinen Fall Dinge schreiben wie verschiedene Various, Don't Know, NA. Das geht alles nicht. Du musst hier ein wirkliches Land angeben. In der Regel wird es dein Wohnsitzland sein, wo du die Gewinne der LLC steuerlich erklärst oder versteuerst. So, dann würdest du hier angeben, dich selbst, wenn es deine LLC ist. Also du bist ja hier der Eigentümer der LLC. Hier in unserem Fall haben mir die Kollegen hier den Heinz Müller aufgedrückt, der in der Dubai Marina wohnt. Steuernummer hat er nicht, da schreibt man hin Foreign US. Das ist eine interne ID, die kannst du selbst aussuchen, die dann aber in jedem Jahr bitte verwenden, wieder, damit deine Akte hier letztlich korrekt zugeordnet werden kann. Das ist deine ausländische Steuernummer, wenn du eine hast. Hier hat er eine. Wenn du keine hast, dann gibst du natürlich keine an. Auch hier wieder, wo ist die Betriebsstätte? Wo reichst du eine Steuererklärung ein? Und zweitens, was ist deine Nationalität? Nächste Seite. Dort wird es im Wesentlichen nochmal wiederholt, denn es könnte ja hier auch eine andere Related Party sein, aber hier wird nochmal jetzt letztlich der gleiche Eigentümer nochmal wiederholt, die gleichen Daten wieder vor. So, viele amerikanische Steuerberater sagen dir, dass du diesen Teil hier ausfüllen müsst, Part 4, das ist falsch, das ist Quatsch. Füllst du diesen Part aus, dann hast du möglicherweise ein Problem, denn damit würdest du ja sagen, dass die Gesellschaft in den USA steuerpflichtig ist, denn das ist ja letztlich hier eine weitere Aufschlüsselung der Positionen, um was es also tatsächlich ging für diese Zahlungen, ja, die die LLC empfangen hat. Das musst du alles nicht reporten. Im Übrigen ist natürlich auch extrem wichtig, dass du hier bei keinem der Angaben der Länder, ich scroll nochmal nach oben eben, hier darfst du natürlich nirgendwo USA angeben, ja, weil damit würdest du ja sagen, dass die Gesellschaft in den USA steuerpflichtig ist. Das wäre fatal, das willst du vermeiden. USA nur hier angeben, wo die Gesellschaft gegründet wurde, aber sonst bitte nirgendwo, sonst wird es krachen im Gebälk. So, und das war es dann auch mehr oder weniger schon bei diesem Formular. Nochmal ganz wichtig zu verstehen, die Identität der LLC, wenigstens steuerlich gesehen, ist mit deiner Identität gleichzusetzen. Das heißt, jeder Dollar, jeder Euro, der bei der LLC aufs Konto kommt, gilt automatisch an dich ausgeschüttet. Ja. Also daher, du musst dieses Formular ausfüllen, auch dann, wenn du dir vom Geschäftskonto nichts auf dein privates Konto ausbezahlt hast. Du musst dieses Formular einreichen, auch wenn die LLC nur $1 Umsatz gemacht hat. Damit kommen wir dann zum dritten Dokument, welches du einreichen musst für deine US-LLC bei der amerikanischen Steuerbehörde. Es ist das sogenannte Supporting Statement. Hier musst du noch mal in eigenen Worten letztlich beschreiben, wie die Situation der LLC hier gestaltet ist. Also es handelt sich um eine Gesellschaft, die keine Betriebsstätte in den USA hat. Die Betriebsstätte ist in den UAE steuerlich veranlagt. Die Gesellschaft führt dort ihre Leistungen aus. Der Besitzer lebt dort und ist Deutscher, hat auch Kunden in den USA, aber es gibt keinerlei anderen Bezug zu den USA. So, hast du gesehen, diese 3 Dokumente musst du für deine Disregarded Entity LLC einreichen. Wie gesagt, seit 2017 müssen das alle LLCs machen, außer jene, die keinerlei Aktivität ausgeübt haben, die dormant sind oder ruhend sind. Bis zum 15.04. muss die Steuerbehörde haben oder du kannst schriftlich eine Fristverlängerung beantragen über das richtige Formular und dann kannst du dann auch bis zum 15.10. die Erklärungen einreichen. Wie gesagt, wir können das natürlich gerne hier für dich machen. Wir können dich auch dazu beraten und dich unterstützen, wenn du hierzu Fragen hast.
Ich poste den Link zum Beratungsgespräch und zu dem Service, den wir anbieten für diese Erstellung der Erklärung der LLC in die Beschreibung hier mit rein. Würde mich freuen, dich kennenzulernen in der Beratung und über deine LLC, deine Auslandsvorhaben und dein Business zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.